diesem Video schauen wir uns die neue Moments SBC von Renato Sanches genauer an. Lohnt sich diese Karte? Renato Sanches spielt ja bei PSG in der ersten französischen Liga und ist Portugiese. Mit 1,76 m ist er natürlich relativ klein, als Arbeitsraten hat er hoch. Richtig nice sind bei ihm natürlich die 5 Skills und die 4 Weak Foot. Bei seinen Werten ist natürlich das Dribbling mit 98 wirklich überragend. Dazu bringt er auch richtig viel Tempo mit. Beim Schuss fällt die Schusskraft mit 99 auf. Richtig gut kann er dann natürlich auch noch passen. Und bei der Physis sind auch alle Werte wirklich überragend. Dazu bringt er dann auch noch zahlreiche Spieleigenschaften mit, wie unter anderem den Flair Trade oder auch den Ausristschuss. Um seine Werte dann nochmal zu pushen, würden wir euch als Chemistry Style einen Anchor empfehlen. Somit werden Defense und Physis nochmal verbessert, aber auch der Tempowert wird somit perfektioniert. Sanches kannst du insgesamt auch wirklich gut verlinken. Einen richtig nicen Perfect Link hätte er zu Nuno Mendes. Ansonsten gibt es hier zahlreiche andere Möglichkeiten, wie beispielsweise Messi oder auch Atal. Für die SBC hast du wie immer noch 7 Tage Zeit und du musst hier 2 Teams abgeben, und zwar ein 87er Team und ein 88er Team. Das Ganze ist dann mit rund 130.000 auch echt relativ günstig. Neben der Karte bekommst du dann noch Packs mit ca. 5 seltenen Goldkarten. Kommen wir nun zu Spielern, die ähnlich aussehen. Tonali Tots gibt's für 28.000. Dann haben wir hier noch die Pogba Showdown SBC, die kam ja auch erst vor kurzem raus. Die war doch relativ teuer für 270.000. Insgesamt ist er natürlich aber auch ein anderer Spielertyp. Dann hat Sanches ja auch schon andere Special-Karten in diesem FIFA-Teil erhalten, unter anderem auch die Road to the Final-Karte. Die kostet aktuell mit 12.000 natürlich nichts mehr, obwohl die Karte damals auch echt viele Leute gespielt haben. Die Moments-Karte ist somit eigentlich nur eine viel bessere Version von ihm. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann zeig uns das doch gerne mit einem Like. Das würde uns echt freuen. Machen wir weiter mit der ähnlichen Chemie. Als Shapeshifter SBC gab es für 190.000 dann auch noch Guerrero. Kimpembe gab es ebenfalls als SBC für nur 30.000. Er wäre in der Defense noch einen Ticken besser, ansonsten insgesamt eher schlechter. Als drittes und letztes hätten wir hier noch Atal für 16.000. Er hat allerdings nur 4 Skills. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Wie bereits angesprochen, ist Renato Sanches in diesem FIFA-Teil schon immer eine sehr beliebte Karte gewesen. Seine Road to the Final-Karte ist auch, bzw. war damals auch schon immer sehr stark. Dazu kannst du ihn auch top verlinken und gegen den Preis kann man auch wirklich gar nichts sagen. Deshalb würden wir insgesamt natürlich machen sagen, vor allem eben, wenn du noch Bock hast, in der Endphase von FIFA jetzt nochmal eine richtig geile Karte zu zocken. Schreib uns jetzt gerne mal unten in die Kommentare, ob du ihn abgeschlossen hast und wie du ihn findest. Das würde uns echt interessieren. Lass jetzt gerne noch ein Like da, wenn es dir gefallen hat, und wir sehen uns beim nächsten Video.